Hallo, ihr Nasen! Hier sind wieder die Matrixer! Mit Shiva und Jonathan. so, nach dieser netten Begrüßung durch Fred, oder wie auch immer er heißen mag, Sicherlich, Fred. sicherlich Fred, kommen wir zu unserem heutigen Thema und zwar, worauf ihr alle gewartet habt, Astralreisen. Ja, es kamen ja viele Anfragen, macht doch mal ein Video über Astralreisen. Und da wir ja schon seit vielen Jahren Astralreisen machen, dachten wir, das schaffen wir. Chaka. Okay, dann mal zu einer kurzen Inhaltsangabe, weil Leute mögen das. Was ist eine Astralreise? Dann besprechen wir, was ist der Astralkörper und warum hat man einen Astralkörper? Dann noch, was kann der Astralkörper überhaupt? Und dann sprechen wir über die Astralebenen und wie sie aufgebaut sind. Dann natürlich auch in Bezug auf die Matrix, dass die Astralebenen ja auch Fallen sind, aber natürlich auch sozusagen ein Segen. Dann darüber, dass der Astralkörper gekoppelt ist an den physischen Körper. Dann sprechen wir noch über den Mentalkörper und die Mentalebene, die auch die Lichtebene ist, wo man nach dem Tod hinkommt. Dann sprechen wir über die Stufen der Loslösung. Dann haben wir natürlich noch, warum erinnert man sich denn so selten an eine Astralreise, wenn man noch jede Nacht astral reist? Dann noch ganz wichtig, Blockaden, warum man keine Astralreise auslösen kann. Und natürlich, ganz wichtig für euch, Techniken, um überhaupt eine Astralreise auszulösen. Genau, das wollen wir heute alles besprechen, würde ich sagen, nicht? Ja. Und ich werde mich auf Anraten und vieler netter Kritik bemühen, langsam und deutlich zu sprechen. Das wird aber auch mal Zeit, ne? Nicht wahr? Nun ja. Kommen wir zu unserem ersten Thema, und zwar, was ist überhaupt eine Astralreise? Eine Astralreise ist eine Reise, die du mit deinem Astralkörper unternimmst. Tada! Okay, ja. Was gibt es denn dazu alles zu erzählen? Fangen wir doch mal an, würde ich sagen, oder? Ja, okay. Genau. Um natürlich zu erklären, was eine Astralreise ist, müssen wir natürlich erstmal verstehen, was überhaupt der Astralkörper ist und warum man denn einen Astralkörper hat. Und der Astralkörper ist der elektrische Körper. Der sozusagen ein elektrisches Duplikat des physischen Körpers auf einer wesentlich feinstofflicheren oder feinmaterielleren Art als der physische Körper. Und jeder von uns hat den, Shiva auch, ich auch, du auch. Und sobald man also den Astralkörper kennenlernt bzw. sich mit ihm auseinandersetzt, fällt einem auf, dass man den einsetzen kann, dass man damit sich auf eine Astralreise begeben kann. Genau. Man kann ihn auch einfach so spüren, wenn man möchte. Durch ein leichtes elektrisches Vibrieren über Tag. Ja, der Astralkörper ist auch wesentlich durchscheinender. Also es gibt ja so viele Horrorfilme mit Geistern und so, die immer so durchscheinend dargestellt werden. Und so ähnlich sieht er auch wirklich aus, aber das kann man nur erkennen, wenn man selber auch im Astralkörper ist. Im physischen Wahrnehmungsbereich kann man den Astralkörper für gewöhnlich nicht wahrnehmen, da ist er unsichtbar. Also es ist wohl schon möglich, also wir sehen ja auch öfter mal, aber für gewöhnlich nicht. Nein, für gewöhnlich ist er unsichtbar und das ist natürlich auch das Schöne daran, dass der Astralkörper unsichtbar ist, denn damit kann man natürlich überall hin, ohne gleich gesehen zu werden. Ja. Man kann ihn auch transformieren. Was kann man noch mit dem Astralkörper machen? Man kann damit fliegen. Das wäre nämlich schon unser nächster Punkt. Was kann man mit dem Astralkörper machen? Ja, richtig, da kommen wir ja zum nächsten Punkt. Also essen muss er nicht, Nein, trinken auch nicht. Und mit dem Astralkörper kann man auch Materie durchdringen. Wände beispielsweise oder
Dächer oder andere materielle Dinge. Man kann einfach hindurch. Durch Fenster hindurch, man muss sie nicht mehr öffnen. Und ja, Koffer muss man keine mitnehmen, wenn man zum Beispiel mal nach Ägypten fliegt oder vielleicht nach Südamerika. Da braucht man also keine Koffer, Nee. hat keine Probleme mit Sonnenbrand, muss auch keinen Hotelaufenthalt bezahlen, hat schon seine Vorteile. Der Nachteil ist natürlich, der Astralkörper wird dann durch die Sonne nicht braun. Man kommt halt so weiß zurück, wie man auch losgegangen ist. Und ja, und Ansichtskarten kann man sich auch nicht mitnehmen, auch keine Urlaubsfotos oder irgendwelche Urlaubsutensilien oder Accessoires, die man unterwegs findet. Man sieht, es hat Vor- und Nachteile, aber ich würde sagen, beim Astralkörper überwiegt ja der Vorteil. Der Astralkörper hat aber auch seine Begrenzungen. Ja, Denn mit dem Astralkörper kommt man nicht aus der Erdmatrix raus, um zum Beispiel zum Mond zu fliegen. Das geht nur im Mentalkörper. Aber da kommen wir später noch zu. Ne? ja. Ja, der Astralkörper kommt also nicht durch das Gitternetz. Nein. Für gewöhnlich nicht. Und wenn man es versucht, bekommt man gern auch mal einen Elektroschock. Ja, das kann passieren. Ja. Und man landet dann wieder zack in seinem physischen Körper. Die Astralreise ist dann unterbrochen. Noch ein Vorteil ist, wenn man stirbt, dann wechselt man halt in diesen Astralkörper, wenn man den physischen Körper ablegt. Und das Problem ist, dass man die Erdmatrix nicht verlassen kann mit dem Astralkörper ist, weil er an den physischen Körper direkt gekoppelt ist. Das heißt, über einen Code oder Frequenzen ist er an den physischen Körper gekoppelt und deswegen, egal wie weit du reist, du wirst hier nicht wegkommen. Ja, man kann sich also auf der Erdoberfläche bewegen mit dem Astralkörper. Man kann auch in die innere Erde. Dazu machen wir auch noch ein Video, würde ich sagen. Zu der inneren Erde ist auch ein sehr spannendes Thema. Und man kann vielleicht auf den Zwischenbereich kommen. Da landet man ja eigentlich automatisch, wenn man sich vom Körper löst, Zwischenbereich. Das heißt, dort laufen auch viele Verstorbene herum. Und natürlich ist es möglich, dem Astralkörper auch die eine oder andere alternative Realität zu betreten, was aber auch seltener vorkommt. Als nächstes haben wir die Astralebenen und wie die aufgebaut sind. Wir haben ja 4D, 5D bis 9D, gehört alles zu den Astralebenen. Monroe beschreibt das eben mit dem Fokus. Der Monroe hat da die Fokusstufen aufgebaut bzw. klassifiziert. Fokusstufen sind also Bewusstseinszustände, die eben vom physischen Bereich bis hin in den astralen Bereich und höhere Astralbereiche sozusagen klassifiziert worden sind von ihm. Und bei Fokus 21 fängt eben der Zustand an, in dem man sich von seinem physischen Körper gelöst hat und in seinem Schlafzimmer steht, einsatzbereit und gespannt darauf losfliegen zu können. Und Fokus 49 wäre der Ausgang aus der Matrix. Ja, das geht also bis hoch zu weiteren Fokusstufen und die höchste Fokusstufe ist Fokus 49. Da kommt man zu einer gigantischen Mauer und diese Mauer ist sozusagen so wie in dem Film Truman Show das Ende der Matrix in Anführungsstrichen, obwohl es da jetzt nicht wirklich Enden gibt, aber das ist eben die höchste Stufe, die man erreichen kann und dort gibt es einen Durchgang. Bevor wir jetzt gleich zu dem Aufbau der Astralebenen kommen, muss man vorher noch sagen, dass die Astralebenen auch erschaffen wurden von den Matrix-Erschaffern, genau wie das Hologramm, unsere Erde. Und dass die Seelen eben, nachdem sie gestorben sind, auf die Astralebenen gehen und da aber auch nicht wieder rauskommen. Aber das hatten wir auch schon in unserer Karte der Matrix genauer erklärt, dass diese Ebenen 3D bis 9D auch zur Matrix gehören. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Aufbau an. Also die 4D-Ebene haben wir jetzt gerade beschrieben mit dem Astralkörper. Ja, wir haben also erst die 3D-Ebene, Da wo wir sind, hallo. da wo wir sind im Alltag, wo wir auch gerade dieses Video machen. Dann kommt 4D,
Genau. Der Zwischenbereich auch genannt, Twilight Zone. Ne? Dort kommt man erstmal hin, wenn man stirbt, in den Zwischenbereich. Das ist eigentlich eine ziemlich gleiche Kopie des 3D-Bereichs, aber halt in einer leicht höheren Frequenz. Und alles, was in dem 4D-Bereich geschieht, kann man im 3D-Bereich sehr, sehr schwer wahrnehmen. Da müsste man sich schon auf ein Medium berufen oder auf jemanden, der eben die 4D-Ebene aus dem 3D-Bereich wahrnehmen kann. Ist aber eher seltener der Fall. Genau, danach haben wir die 5D-Ebene. Mhm. Das ist auch die Ebene, wo dann auch die Lichtfalle ist. Das ist die Ebene, wo man dann nach dem Tod hingeschickt wird, wo einem alles erklärt wird und wie schön und toll das alles ist. Mhm. Die ist auch sehr lichtvoll und strahlt viel Liebe aus. Und genau, da erinnerst du dich dann an dein Leben oder sie werden dir gezeigt. Da bekommst du dann ein neues Leben und ein neues Image oder Persönlichkeit zugeteilt und genau, wirst dann wieder auf die Erde irgendwann geschickt. Ja, dort wird also die neue Inkarnation besprochen und festgelegt. Da sucht man sich seine Eltern aus, sein Umfeld, das Land, Stadt. Also da wählt man wirklich alles aus, inhaltlich, und auch dort wird auch das Ego konfiguriert. Das bedeutet, welche Herausforderungen man in dieser Inkarnation hat, wie man weiterkommt, um sich an sein wahres Selbst zu erinnern und wie man sich also am besten entwickelt, ja, könnte man sagen. Ja. Genau. Damit man wieder das wird, was man einst war. Genau. Ja. Paradiesische Zustände, da muss ich sagen, ist es wirklich wie Urlaub von der 3D-Ebene. Dort ist eben sehr viel mehr möglich. Dort gibt es auch keine Zwänge, keine Gesetze, keine Polizei. Es herrscht dort ein positiver Anarchismus, kann ich fast sagen. Und Straßen gibt es da auch keine mehr, weil ja keine mehr Autos benötigt. Jeder kann dort fliegen oder sich teleportieren, dorthin, wo er hin will. Also ist wirklich schon so ein kleines Schlafenland, muss man sagen. Genau, und dann zeigen wir denen einfach mal die Karte, wie dann so die Ebene aufgebaut ist. Weil da gibt es praktisch alles. Vom Karma-Büro und... Ja, natürlich kann man die 5D-Ebene nur mit dem Mentalkörper wahrnehmen. Das heißt, Genau. der Astralkörper wird dann abgelegt und man wechselt dann in den Mentalkörper, damit man auf die 5D-Ebene kommen kann. Man kann auch, noch mal kurz dazwischen, natürlich auch auf Astralreisen in den Mentalkörper wechseln. Das bekommt man meist gar nicht so richtig mit, weil die Vibrationen da irgendwie ausbleiben. Und du kannst deinen physischen Körper nicht wahrnehmen, wenn du auf einer Mentalreise bist. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, das gilt aber nur für die Astralreisenden. Genau, ja. Ne? Das heißt, die können vom physischen Körper in den Astralkörper wechseln und vom Astralkörper dann in den Mentalkörper, um in die höheren Ebenen zu gelangen. Wenn jemand aber verstorben ist, dann kann er natürlich nicht mehr zurück in den Astralkörper und auch nicht mehr zurück in den physischen Körper, wenn er es geschafft hat, auf die Mentalebene zu kommen. Genau. Mit dem Mentalkörper kannst du wesentlich weiterreisen, auch zu anderen Planeten, die dem Matrix-System angehören. Ja. Auf der 6. Ebene wird es noch alles sehr viel feinstofflicher. Man kann sich da nicht mehr berühren, aber es wird alles auch sehr, sehr viel schöner. Ja, vom Aussehen her wirken die höheren Astralebenen nochmal um ein Vielfaches schöner. Beispielsweise, also es erinnert immer noch an die physische Realität in bestimmter Weise. Beispielsweise habe ich mal einen Hügel vor meinem Haus gehabt, wo ich mal gelebt habe, und habe mir dann vorgenommen, dass ich den gleichen Hügel mal auf den höheren Astralebenen aufsuche und mir den anschaue, wie der dort aussieht. Und dort sah der Hügel wirklich aus wie in Herr der Ringe, also wunderschön bewachsen und alles saftiges Grün mit wunderschönen Blumen, also wirklich eine aufgehübschte Version der Alltagsversion. Und je höher man in diesen Ebenen kommt, desto hübscher wird auch die Natur, desto schöner, alles wird viel reicher, zahlreicher.
von den Blumen her und den Bäumen her. Und alles wird viel lebvoller, viel lebendiger. Und auch die Städte, die sehen aus wie aus einem Science-Fiction-Film, ne, mit Kuppeln teilweise oder mit hohen Türmen, wunderschönen Bildern, mit denen man da konfrontiert wird. Also je höher man kommt, desto schöner werden die Welten, könnte man sagen. Und was man noch sagen kann, dass je höher du kommst in den Astralebenen, das Ego irgendwann nicht mehr spürbar ist. Es ist so stark reduziert, ist eigentlich praktisch nicht mehr da, man kann es nicht mehr fühlen. Ja, es herrscht eigentlich immer Glückseligkeit auf den höheren Ebenen. Also alle Menschen sind gut drauf, weil ja jeder auch alles hat. Ne? Man kann sich dort Nahrung und Getränke aller Art erschaffen. Oder man kann sie auch seinen Partner erschaffen und mit dem dann vielleicht eine nette Nacht verbringen oder so. Also jeder hat alles im Überfluss. Also nicht so unbedingt wie auf der physischen Ebene, da muss man ja immer ein bisschen drum kämpfen, damit man das kriegen kann, was man will. Ne, man muss arbeiten gehen oder studieren gehen, einkaufen gehen und all das. Und all diese Dinge fallen ja da oben weg. Genau, das sind jetzt die schönen Seiten davon. Jetzt kommen wir mal zu den nicht so schönen Seiten, würde ich sagen. Und zwar, dass die Astralebenen ja immer noch eine Falle sind, aus der man nicht rauskommt, weil sie eben zu dem System der Matrix gehören. Und man darf das aber natürlich nicht verteufeln, denn wenn du Astralreisen lernst, kannst du natürlich auch einiges herausfinden, was die Matrix betrifft. Zum Beispiel waren wir mal mental auf einem Planeten, der auch zu dem Matrix-System gehört. Und dort haben wir erlebt, wie gerade jemand zurückkam aus einer Bewusstseinsreise, also als Bewusstseinspunkt, und wieder in seinen Körper wechselte und uns davon erzählte, wie ein Matrix-Code in die physische DNA eingebaut wurde. Und dass man den eben auf Mikroebene entfernen könne. Wir haben zwar noch nicht ganz rausgefunden, wie man das jetzt macht. Ja, da sind wir noch am Forschen, wie man diesen Code entfernen kann. Aber eben, es ist auch sozusagen ein Segen, wenn man Astralreisen kann und übt und lernt und das auch tut, um eben herauszufinden, wie man die Matrix verlassen kann oder wie man sich hier besser bewegen kann oder genau. Ja. Der Matrix-Code drosselt sozusagen das menschliche Gehirn. Genau. Ne? Einige von euch kennen das ja vielleicht, die noch 15 waren oder so und haben sich dann den ersten Motorroller gekauft. Der Motorroller wurde gedrosselt auf 25 Stundenkilometer, weil eigentlich kann er ja 50. Und erst wenn man 16 wird, darf man dann seinen Motorroller entdrosseln lassen und dann darf er auch 50 fahren. Und so ähnlich ist das mit unserem Gehirn hier gemacht worden. Unser Gehirn wurde gedrosselt, damit wir nicht alles so nutzen können, was eigentlich möglich wäre. Damit das Bewusstsein einfach schön eingeschränkt bleibt. Ja, ganz genau. Und so ist das eben dann alles in den DNA-Code eingestanzt worden oder einprogrammiert worden, würde ich sagen. Und klar, wenn man da die Möglichkeit findet, diesen Code zu entfernen. Das ist so wirklich so ein kleiner DNA-Code, also so eine Sequenz, die da in den DNA-Code eingebaut wurde. Ja. Ja, wenn man den schafft zu entfernen, dann kann man sozusagen sein Gehirn entdrosseln. Ne? Wir vermuten auch, dass es damit zusammenhängt, dass man an das Kollektivbewusstsein gekoppelt ist. Korrekt, ja. Und dass das eben auch dann mit dem Astralkörper zusammenhängt, der dann an den physischen Körper gekoppelt ist. Das hängt alles irgendwie mit dem Matrix-Code in der DNA zusammen. Aber sehr viel weiter sind wir auch noch nicht. Aber worauf wir hinaus wollten, ist, dass Astralreisen auch sehr sinnvoll sein können, um einiges herauszufinden. Auf jeden Fall, weil dann könnt ihr nämlich selber nachgucken gehen, wie das da alles aufgebaut ist. Und ob das auch alles stimmt, was wir euch erzählen. Ne? Genau. Der Nachteil ist nun eben, ihr kommt aus den Astralebenen, also aus diesem abgeschlossenen System, nicht raus. Weder mit dem Astral noch Mental oder sonst einem von den vielen Körpern, die wir haben. Und das ist eben die Falle. Sie ist wirklich nur eine aufgehübschte Version der Erde, damit wir danach dem Tod ein bisschen Urlaub machen können, um wieder zurückgeschickt zu werden. Ins freie Universum kommt man so dann leider nicht. Nein, das funktioniert dann nicht. Nicht so einfach. Also wenn man stirbt und ist ins Licht gegangen, dann muss man den Reinkarnationsprozess bzw. Zyklus einhalten und wieder auf die Erde zurück. Genau. Die Chance, die Matrix zu verlassen, hat man wirklich nur im Zwischenbereich im Astralkörper. Also das ist eine der vielen Möglichkeiten. Ja, eine der vielen Möglichkeiten, aber wir machen ja auch noch ein Video dazu,
welche Möglichkeiten es gibt, um die Matrix zu verlassen, ein bisschen detaillierter darauf eingehen, damit jeder von euch sich aussuchen kann, welche Version denn ihm da besser zu Gesicht stünde. So, und im nächsten Video machen wir natürlich weiter mit dem Thema Astralreisen und den Techniken und den Stufen der Loslösung und den anderen Themen. Genau. Im zweiten Teil. Geht's weiter. Macht's gut!